Wann ist ein Mittelsteg beim Aquarium nötig? Ja, das kann man so pauschal nicht sagen. Der Mittelsteg ist ja einfach nur dafür da, dass das Aquarium sich in der Mitte einfach nicht weiter ausdehnen kann. Ja, dass also die Scheiben nicht so stark gebogen werden. Je dünner das Glas, umso eher braucht man das. Ja, und je größer das Aquarium ist, und je länger das Aquarium ist, umso größer ist natürlich dann auch die Gefahr, dass die Scheibe gebogen wird. Ja, da gibt's nach DIN einen Grenzwert. Ich hab ihn jetzt nicht im Kopf. Ich sage jetzt einfach mal, um eine Zahl zu sagen. Ja, ob die stimmt oder nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Also das Wasser, die Scheibe darf sich nicht mehr als einen halben Zentimeter aus der Flucht begeben. Also, wie gesagt, die Zahl ist jetzt nicht absolut, sondern einfach um eine Zahl zu sagen, also die Scheibe darf sich also nur einen bestimmten Bereich durchbiegen. Und eben ein Mittelsteg hilft einfach dabei, diese Ausdehnung einfach abzufangen. Ja, da passiert dann nichts mehr. Es gibt aber auch genug große Aquarien, weil sie einfach entsprechend dickes Glas haben, die überhaupt keinen Steg dran haben. Also diese sogenannten Poolbecken. Ja, die gibt's auch in groß. Ja, muss einfach nur entsprechend dickes Glas nehmen. Und deswegen, also, ich würde da keine Grenze annehmen. Ja, aber ich sag mal, üblicherweise so ab 1,20 Meter, glaube ich. 1,20 Meter, 1,50 Meter. Ja, eigentlich schon ab 1,20 Meter wird meistens ein Mittelsteg gesetzt. Ich halte Apfelschnecken und habe Gehäuseschäden durch Calciummangel. Zuerst verwende ich die Calciumtabletten von DM. Diese verändern aber die Wasserwerte ein wenig. Gibt es eine Alternative? Es gibt auch mehrere Alternativen. Die gibt es. Die erste Alternative sind Sepiaschalen. Ja, sind halt die Innenskelette von Tintenfischen. Ist auch unten in meinem Amazon-Store verlinkt. Wäre nett, wenn ihr eure Amazon-Einkäufe über meine Links macht, dann kriege ich, ohne dass ihr da Nachteile von habt, eine kleine Provision davon. Würde mich sehr, sehr freuen. Das ist die eine Möglichkeit und dann eine weitere Möglichkeit, die also biologisch noch ein bisschen effektiver, oder was heißt effektiver, ein bisschen neutraler, also biologisch besser und fürs Wasser neutraler sind Hühnerknochen. Ja? So abgelutschte Hühnerknochen oder weitestgehend ab, die freuen sich auch, wenn da mal ein paar Hühnerfleischreste dran sind. Also Hühnerknochen hinter die Dekoration schmeißen oder was. Da ist das Calcium und Magnesium organisch gebunden und damit die beste Verfügbarkeit von Calcium für den tierischen Stoffwechsel. Ja, am besten verwertbar. Und von daher, das ist so ein kleiner Hack. Da wollte ich auch schon längst mal, steht also auch schon seit 1000 Jahren auf meiner To-Do-Liste. Hallo Joachim, wenn das Aquarium mit Plexiglasscheiben abgedeckt ist, ohne Löcher, bekommen die Fische da schlechter Luft? Also ich glaube ja nicht, dass das so dicht ist, oder? Also normalerweise ist es ja so, dass das irgendwo zumindest für einen Schlauch oder ein Kabel oder in irgendeiner Form für irgendwas eine Aussparung ist. Und dadurch findet also ein Wasseraustausch statt, also ein Luftaustausch. Die andere Sache ist natürlich auch, Plexiglas hat das Problem, dass Plexiglas Wasser aufnimmt. Und in der Regel ist es dann so, dass Plexiglas also jetzt überspitzt sich also verkrümmt und von daher also auch vermutlich auch die Ecken sowieso freigibt. Also ich wüsste nicht, dass man das hinkriegt, dass Plexiglas sich nicht verkrümmt über dem Aquarium durch die Luftfeuchtigkeit. Sollte man eigentlich sein Ausgangswasser lieber auf Glyphosat testen lassen? Wenn man ländlich wohnt, hätte zwar noch nie Probleme, aber heute kam die Unterhaltung mal auf. Ja, Glyphosat ist natürlich ein echtes Thema, ne? Also Glyphosat, also meines Erachtens, wenn ich dazu sagen hätte, ich würde Glyphosat radikal verbieten. Ich würde alle Pflanzenschutzmittel verbieten, die nicht spezifisch einen ganz bestimmten, also ganz spezifisch auf einen einzigen Käfer oder was auch immer wirkt.
Also für mich darf es eigentlich heute nur noch solche Schutzmittel geben, die also wirklich nur ganz gezielt wirken. Ja. Wenn ich mir angucke, was bei uns mit den Insekten passiert ist, also ich sag mal, die sind schon seit vielen Jahren, sind die Insekten also massiv rückläufig. Und wenn ich nachts mit meinem Hund rausgehe, dann habe ich immer halt um die Laternen, habe ich dann immer die Motten fliegen sehen. Ja, heute ist da nichts mehr, da fliegt gar nichts mehr nachts. Nichts. Ja, also ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Und das jetzt innerhalb von ganz, ganz wenigen Jahren. Was soll denn daraus noch werden? Wenn wir keine Insekten mehr haben, werden unsere Bäume nicht mehr bestäubt, also die Äpfel nicht mehr bestäubt und die Erdbeeren nicht mehr bestäubt und gar nichts mehr. Und was soll denn das werden? Da kann man doch nicht da wild drauf los mit diesem Mistzeug da rumspritzen. Aber egal, genug aufgeregt. Aber was du machen kannst, gehst du einfach hin und filterst das Wasser mal über Aktivkohle. Ja, lässt du das über Nacht in einem Kanisterkübel, was weiß ich, oder Eimer, je nachdem, wie viel du da wechseln willst. Also deine gesamte Wechselmenge über Nacht stehen lassen. Was weiß ich, irgendein Filter mit Pumpe mit einem Aktivkohlefilter drunter, um dann eventuell einfach nur auf der sicheren Seite zu sein. Weil Glyphosat, ich meine, mittlerweile finden das Zeug ja auch selbst auf Lebensmitteln im Laden. Ja, das finde ich also schon ziemlich heftig. Taliacum kann man abgestorbene Äste vom Holunderblütenbaum als Deko ins Aquarium benutzen. Nein, das würde ich nicht tun. Holunder ist ein Strauch, dessen Zweige hohl sind. Ja, da ist also in den Zweigen ist so eine Art Schaumschicht. Ja, also sie sind erstmal hohl und dann ist da so eine Art Schaumschicht drin, so eine oder wie soll man es nennen? Ja, oder Schwamm oder wie auch immer. Und die löst sich ratzifatzi auf. Ja, und belastet also extrem das Wasser. Also Holunder bitte nicht ins Aquarium. Das geht schief. Ich habe da noch eine Frage. In dem Filterbecken bildet sich in 2 Kammern so eine Kamhaut oder so. Sieht aus wie weißer Staub. Ist das Schimmel? Nein, das ist wahrscheinlich kein Schimmel. Sondern diese Kamhaut das sind Biofilme. Ja, da ist halt das Problem einfach, dass Aminosäuren, ja, oder Eiweiße legen sich an Grenzflächen an. Ja, und meistens Grenzfläche Wasser-Luft. Ja, das ist quasi die typische Konzentrationsstelle, wo sich Eiweiße konzentrieren. So, und diese Eiweißschicht bewirkt natürlich, dass da besonders viele Mikroorganismen hingehen und sich quasi davon ernähren. Ja, und da bildet sich halt ein Biofilm. Und dieser Biofilm kann also so dick werden, dass der also durchaus weiß schimmern kann. Ja, der lässt sich auch dann, wenn er richtig dick ist, faltet der sich auch unter Umständen. Und wie gesagt, das ist ein Biofilm. Ja, und belegt eigentlich, dass das Aquarium biologisch nicht im Gleichgewicht ist. Mehr bedeutet der einfach nicht. Ja, also in einem biologischen, gesunden Aquarium gibt es keine Kamhaut oder wenn, dann nur eine ganz, ganz leichte Kamhaut. Also Schimmel ist es normalerweise nicht. Ich meine, wenn es zu dick ist, ja, dann kann natürlich auch abgestorbene Tiere können theoretisch an der Oberfläche auch schimmeln, aber das ist nicht die Regel. Wie findest du Amtra-Eichenextrakt für pH-KH-Senkung? Eichenextrakt ist so eine Sache für sich. Wenn es tatsächlich Eichenextrakt ist, dann halte ich das für okay, weil wären dann Huminstoffe, Huminsäuren und das würde super funktionieren. Nur leider also ich weiß nicht, wie der aktuellste Stand ist, aber es war eine Zeit lang so, dass die Eichenextrakte, die am Markt waren, extrem verschnitten waren, und zwar mit Phosphorsäure. Und dann ist das in meinen Augen irgendwo nicht mehr so ganz in Ordnung. Du rechnest also damit, dass du mit deinem Eichenextrakt Huminstoffe ins Aquarium einbringst und tatsächlich kommst du da mit einer Säure.